Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich einen Schmorbraten, der einem regelrecht das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Der Braten ist schnell vorbereitet und vollendet sich quasi von alleine im Backofen. Man kann das Essen vorkochen und am nächsten Tag schmeckt alles sogar noch besser. Ihr benötigt die folgenden Zutaten: einen Schweinenacken. Er ist von Fett durchwachsen und daher besonders saftig und aromatisch. Des Weiteren Wein, Zwiebel, Rosinen, Lorbeerblatt, Bio-Zitrone, Wasser, Kartoffeln, Birnen, Karotten und natürlich Speck. Alles wird besser mit Speck. Von dem muss zunächst einmal die Schwarte abgeschnitten werden und das macht man immer, bevor man sich etwas Speck abschneidet. Ich bevorzuge pro Portion ein größeres Stück Speck statt vieler kleiner. Das ist übersichtlicher und man hat später in der Soße nicht lauter kleine Stückchen herumschwimmen. Ich schneide also eine Scheibe von ca. 1 cm Breite ab und teile sie in 4 Teile. Links sieht man noch einige Knorpelstückchen, die man natürlich entfernt. Die Schwarte gebe ich in den noch kalten Schmortopf, ebenso die 4 Speckstücke. Auf ganz kleiner Flamme lasse ich nun den Speck anbraten. Dabei können nebenher die Karotten mit einem Spargelschäler geschält und die oberen und unteren Enden abgeschnitten werden. Sie müssen nicht klein geschnitten werden. Die Kartoffeln werden ebenfalls geschält, mit einem Schälmesser geht es besser, und ins Wasser gelegt, bis sie weiter verwendet werden. Der Speck wird gewendet und weiter gebraten. Die Zwiebel wird geschält und gewürfelt. Der Speck ist braun gebraten und kann aus dem Topf genommen werden. Ich gebe noch etwas Öl in den Topf und brate nun das Fleisch an. Das Anbraten dient der Herstellung von Röstaromen. Je mehr Röstaromen man hat, desto schmackhafter wird später das ganze Essen. Man sollte sich also für diesen Schritt mit etwas Geduld wappnen, denn das Fleisch sollte schön braun werden. Dieser Grad der Bräunung reicht noch nicht. Man sollte die richtige Temperatur treffen und wenn das nicht auf Anhieb klappt, lasst euch nicht entmutigen, mit der Zeit lernt ihr euren Herd kennen und es wird gelingen. Da das Anbraten immer mit herumspritzendem Fett verbunden ist, decke ich das Fleisch mit einem Bogen Haushaltspapier ab. Ein Deckel würde zu viel Hitze im Topf halten. Die Ränder brate ich ebenfalls an, indem ich das Fleisch hochkant stelle und am Topfrand anlehne. In der Zwischenzeit kann ich schon mal die Birnen schälen und die Kerngehäuse entfernen. Das mache ich bewusst zuletzt, da ich nicht möchte, dass sie braun werden. Das Fleisch brate ich an den Rändern noch weiter an, indem ich es entsprechend halte, doch dann reicht es. Ich nehme das Fleisch aus dem Topf und lege es zum Speck. Nun brate ich die Zwiebeln im heißen Schmortopf an. Das geht recht schnell. Aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes brennen Zwiebeln gerne an, also umrühren und nicht weggehen. Nach all diesen Vorbereitungen mache ich jetzt den Schmortopf fertig für den Backofen. Das Fleisch wird in den Topf gegeben, ebenso der Speck inklusive der Speckschwarte. Die Kartoffeln werden nicht zu klein geschnitten dazugegeben, ebenso die Möhren, das Lorbeerblatt, die Rosinen sowie die Birnenhälften. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal das Essen zubereitet habe, hatte ich erwartet, dass die Birnen vollkommen zerfallen würden. Das ist aber nicht der Fall. Der Weißwein wird angegossen und ich habe ihn benutzt, um den Bratensaft aus der Schüssel, in der der Speck lag, auszuspülen. Des Weiteren gebe ich das Wasser dazu, ordentlich Salz und eine halbe Zitrone in Scheiben geschnitten. Zu guter Letzt habe ich doch noch etwas Wein nachgefüllt, damit das Fleisch mindestens zur Hälfte in Flüssigkeit liegt. Pfeffer aus der Mühle und das Lorbeerblatt habe ich später neben das Fleisch in den Sud gelegt. Deckel drauf und ab in den Ofen für 2 Stunden bei 160 Grad Celsius. Der Schmortopf sieht jetzt so aus.
Mit einem Zahnstocher teste ich das Fleisch und wie ihr sehen könnt, ist es butterzart. Jetzt kann angerichtet werden. Die Zitronen haben ausgedient und werden weggenommen, das Fleisch aus dem Topf geholt und klein geschnitten oder besser aufgerissen, das finde ich schöner. Auf meine vorgewärmten Teller verteile ich die Kartoffeln, Karotten, Fleisch sowie die Birnen. Ich stelle die Teller noch mal kurz in den noch warmen Ofen, da ich die Soße noch andicken möchte, was ganz schnell geht. Sie kocht bereits und ich gebe etwas Maisstärke aufgelöst in etwas Wasser dazu, rühre um und fertig. Die Soße verteile ich über dem Fleisch und nun kann endlich gegessen werden. Dieses Essen müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Es ist einfach und schnell zubereitet. Das Fleisch ist wunderbar zart und saftig, nicht übermäßig scharf, aber unfassbar reich an Aromen, die Säure der Zitronen, der subtile Geschmack der Birnen und die Süße der Rosinen. Die Rosinen haben meinem Mann übrigens am besten gefallen an dieser Zusammenstellung. Und für alle Rosinenhasser, sie sind durch die lange Garzeit ganz weich geworden und einfach nur unheimlich lecker. Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Über einen netten Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen und es wäre auch klasse, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Es ist umsonst. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!